Willkommen bei meinem Malvideo, und zwar möchte ich heute mit euch eine kleine Winterlandschaft malen, die man auch natürlich als kleine Weihnachtskarte verwenden kann. Ein kleiner Baum soll im Vordergrund stehen, im Hintergrund nur kleine Tannenbäume angedeutet. Um den Baum vorne ordentlich in Szene zu setzen, gebe ich das Ruppelkrepp überall dort drauf, wo Schnee sein soll. Und auch mache ich mit dem Rücken vom Pinsel kleine Punkte, die verschieden groß sein sollten. Die sollen dann den Schnee etwas erscheinen lassen. Das Ganze wird schnell getrocknet, ihr könnt auch einen Föhn nehmen. Und schon lege ich los mit Zoylinblau und etwas Violett. Ich verwende hierfür gerne granulierende Farben. In das Violett hinein lege ich Neapelgelb. Dann wird es nämlich nicht so grün, da die Rotanteile vom Violett das Gelb nicht in Grün verwandeln. Nun wasche ich das Ganze noch etwas runter, halte das Blatt schräg und arbeite sehr nass in nass mit etwas dunklem Grün. Perlengrün nehme ich da gerne, das ist sehr dunkel. Und jetzt setze ich da zarte Bäumchen hinein. Gleich im Anschluss arbeite ich den großen Baum aus. Und ihr seht, überall dort, wo das Ruppelkrepp vorhanden ist, bleibt es schön weiß. Nun arbeite ich mich nass in nass vor und lege hier noch ein paar Details an. Damit der Baum auch richtig schön dunkelgrün wird, lege ich jetzt nochmal eine Schicht Farbe in die noch feuchte Farbe hinein. Der Hintergrund soll ja etwas heller bleiben. Den bearbeite ich nur mehr ganz zart und auch nicht mehr überall, dass einige Bäume vielleicht im Vordergrund kommen und einige aber hinten bleiben. Immer wieder halte ich das Blatt senkrecht. Nun bekommt auch der weiße Schnee etwas Farbe und einen Schatten. Im Hintergrund seht ihr schon so kleine Häuschen, die werde ich dann später noch genauer ausarbeiten. Auch diese Häuser sind mit Schnee bedeckt. Nun kratze ich auch etwas Farbe wieder heraus und male Farbe hinein. Kontraste sind immer wichtig und die kann ich somit gut erzielen. Nun male ich in die Häuser etwas Gelb hinein, das soll dann nur leicht hervorglitzen und den Anschein erwecken, als wäre hinter den Fenstern etwas Licht. Ich hoffe, es gelingt mir so, wie ich mir das vorstelle. Nun male ich noch einige Äste auf dem Baum, etwas detaillierter und genauer. Ihr könnt euch da noch viel mehr Zeit nehmen, ich wollte einfach ein schmissiges, schnelles Aquarell malen.
paar Details. Häuser sind schon fertig, vom Gelb ist leider nicht viel übrig geblieben, aber das macht nichts. Das war gewollt. Ich brauche bei den Häusern vor allem einen Kontrast zu den Dächern. Für richtige Fenster sind mir die Häuser etwas zu klein. Immer wieder schattiere ich mit Grün die Bäume detaillierter. Nun entferne ich das Rubbelkrepp, jetzt ist schon alles trocken. Das ist ganz wichtig, dass das Papier trocken ist. Und da dieser weiße Übergang beim Rubbelkrepp immer sehr hart ist, werde ich jetzt hier noch Schattierungen nachtragen. Und im Schnee auch einen Schatten anlegen. Zuerst betone ich noch den Stamm, dass man den besser sieht. Und jetzt bekommt der Schnee noch auf einer Seite einen Schatten. Dann schaut der Baum schon richtig 3D-mäßig aus. So, jetzt ist das Bild eigentlich schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen. Bis zum nächsten Mal.